Bevor wir tief in den heutigen Wahnsinn eintauchen, macht direkt mal einen Klick auf den Like-Button, abonniert diesen genialen YouTube-Kanal, lasst einen Kommentar da und teilt diese Podcast-Folge. Wir müssen reden. Oft wird behauptet, dass der Islam moralisch inakzeptabel ist, weil er die menschliche Würde drückt und unvereinbar mit Menschenrechten ist. Aber das ist nicht das Einzige, was diese Religion zu einer schlechten Idee macht. Es gibt riesige wissenschaftliche Probleme in diesem Buch, das behauptet, das perfekte Wort eines allmächtigen Gottes zu sein. Man lernt als Muslim, dass der Islam perfekt ist. Man kriegt eingetrichtert, der Koran sei allem überlegen. Wenn der Koran Dingen widerspricht, die wir real beobachten, lehnen diese Gläubigen einfach die echten Beweise ab. Oder sie ändern plötzlich ihre Interpretationen und tun so, als hätte der Koran all diese Fakten schon vor langer Zeit gewusst. Lass mich euch Dinge zeigen, die im Koran komplett falsch sind. Muslime erzählen ständig, der Koran behauptet, Allah hat jedes Lebewesen in Paaren erschaffen und jedes Tier bildet Gemeinschaften. Im 21. Jahrhundert wissen wir, dass das absolut nicht wahr ist. Es gibt massig Tiere, die überhaupt nicht in Paaren vorkommen und nicht in Gesellschaften leben. Viele Tiere pflanzen sich komplett alleine fort. Der Koran liegt hier offensichtlich falsch. Der Autor behauptet auch steif und fest im Koran, Menschen wurden aus Staub oder Lehm erschaffen. Verzehrt weiß ich weit. Die moderne Wissenschaft sucht bis heute vergeblich nach Beweisen, denn das ist einfach nicht passiert. Aber lasst uns kurz bei den Tieren bleiben. Der Koran behauptet, Milch ist ein Wunder, verfügbar aus Bäuchen der Tiere, erschaffen zwischen Blut und Fäkalien. Das ist absoluter wissenschaftlicher Blödsinn, das passiert nicht zwischen Fäkalien und Blut. Es wird behauptet, Milch sei völlig rein und gut trinkbar. Aber reine Kuhmilch ist voller Bakterien. Es ist nicht für jeden gesund, viele Menschen haben Laktoseintoleranz. Der Autor denkt auch, Pferde wurden nur als Transportmittel erschaffen. Dabei wurden sie ewig domestiziert und waren davor Wildtiere. Der Koran redet davon, dass es genau 8 Arten von Vieh gibt, also 4 Paare, und zählt diese auf. Tja, es gibt in der Realität so viele andere Arten. Anscheinend war Allahs Wissen über Tiere nur auf Arabien beschränkt. Er dachte wohl auch, dass Blitze eine Strafe von oben sind, um Menschen gnadenlos zu erschlagen. Hey, kurze Pause mitten im Text. Vergesst nicht, diese Folge zu liken, den YouTube-Kanal zu abonnieren, zu kommentieren und das Ding zu teilen. Weiter geht's. Allah macht angeblich Schiffe und lässt sie segeln. Das Buch behauptet zudem, Sterne könnten auf uns herabfallen. Wohin genau? Sterne sind extrem weit entfernte Objekte. Fallen die alle zufällig zusammen auf die Erde? Im Koran steht wörtlich, Sterne sind kleine Objekte, ein kleiner Schmuck, die einfach da oben hängen, um alles schön zu machen. Sie werden so beschrieben, als wären sie im niedrigsten Himmel direkt über uns. So stellte sich der Autor das damals vor. Sterne sind angeblich Geschosse gegen Teufel und der Mond hat sich gespalten und kann das wieder tun. Stellt euch vor, die Erde spaltet sich in der Mitte. Der Autor sagt mehrfach, der Mond sei ein eigenes Licht. Er ist kein Licht. Er reflektiert nur die Sonne. Das wissen wir, weil Menschen in den Weltraum gereist sind, was Allah scheinbar für unmöglich hielt. Ungläubige machten das möglich. Die Sonne bewegt sich laut Buch angeblich über die Erde. Die Sonne hat angeblich einen Ruheplatz, wo sie hingeht und anhält. Sie geht angeblich an einem Ort in einer schlammigen Quelle unter. Allah hat den echten Zusammenhang zwischen Sonne und Schatten überhaupt nicht kapiert. Schatten werden angeblich von Allah kontrolliert, er macht sie länger oder kürzer. Sonne und Mond sollen sich eines Tages vereinen. Das klingt komplett nach uralten Mythen über 7 Himmel und 7 Erden. So etwas gibt es in der Realität nicht. Vielleicht graben wir in Zukunft so tief, dass wir in der nächsten Erde landen. Wusstet ihr, dass der Himmel angeblich eine Decke wie eine feste Kuppel ist? Ein Wunder, ohne Risse. Der Himmel wird ohne Säulen hochgehalten. Newsflash: Der Himmel ist kein Objekt. Laut dem Koran könnte dieser Himmel auf uns herabfallen oder wie eine Schriftrolle zusammengerollt werden. Bevor er erschaffen wurde, war alles nur Rauch. Noch verrückter: Allah hat all das angeblich erst nach der Erde erschaffen. Unser Planet war da, aber überhaupt keine Sterne. Allah schickt auch Regen und Hagel vom Himmel herab. Das ist laut Koran kein natürlicher Prozess. Allah schickt das persönlich runter. Er hat einfach Berge auf dem Planeten platziert, um Erdbeben zu verhindern. Wir haben trotzdem ständig Erdbeben, aber das ist dann halt eine Strafe. Berge sind das Resultat der Erdkruste. Allah wusste nicht, dass es Orte gibt, wo die Sonne extrem lange nicht untergeht. Das macht das Fasten dort völlig unmöglich. Ameisen sprechen laut Koran in ganzen Sätzen miteinander. Ein verrücktes Wunder ist auch, dass der Koran behauptet, Sperma kommt von zwischen den Rückgratknochen und den Rippen.
Zweiter Wort. Wem sollen wir nun vertrauen? Der echten Wissenschaft oder Allah? Dieses Sperma wird angeblich zu einem Blutklumpen. Das passiert niemals in der Natur. Allah war definitiv kein Genie in Sachen Embryologie. Er behauptet, dass Knochen vor dem Fleisch gebildet werden, was einfach nicht stimmt. Er dachte, Herzen verstecken Gedanken und Geheimnisse, wie man damals in Arabien dachte. Er sagte auch, es gäbe feste Barrieren zwischen Salz und Süßwasser, die sich niemals mischen. Dieses Wunder existiert überhaupt nicht. Es ist frei erfunden. Wir alle haben Fehler und Mohammed hatte sicher auch welche. Aber er sollte nicht so tun, als hätte er sein Wort von einem allwissenden Gott, der alles perfekt erschaffen hat. Es gibt unzählige Unvollkommenheiten, furchtbare Geburtsfehler und Krankheiten auf der Welt. Wenn jemand Krebs durch einen natürlichen Prozess bekommt, sollte man das nicht Allah zuschreiben. Gebt einfach etwas anderem die Schuld, denn Allah hat ja angeblich alles perfekt gemacht. Vielleicht ist das alles nur bildliche Sprache? Das ist eine ziemlich bequeme Ausrede für so ein peinliches Versagen. Bevor wir hier endgültig Schluss machen, drückt den Like-Button, abonniert den YouTube-Kanal, haut eure Kommentare rein und teilt diesen Podcast. Bis zum nächsten Mal.